Das Feature virtuelle Linkgruppe finden Sie bei Einstellungen virtuelle Linkgruppen. Dort kann man das Allegro so konfigurieren, dass es mehrere Links getrennt betrachtet. In der Grundeinstellung verarbeitet das Allegro alle Pakete, egal auf welchen Port sie reinkommen, kombiniert. Bedeutet, selbst wenn Sie LACP haben, ist dies kein Problem. Wenn Sie an 3 verschiedenen Stellen einen Mirrorport auf das Allegro führen, es wird betrachtet wie ein Kabel. Dies kann aber in mehreren Netzwerksituationen unpraktisch sein. Ein Beispiel ist, Sie wollen vor oder hinter einem Router mit einem Allegro gleichzeitig eine Strecke messen. Oder Sie haben mehrere Mirrorports und dort sehen Sie Pakete doppelt. Einfach durch das Switching oder durchs Routing. Oder Sie haben 2 getrennte Leitungen und wollen diese wirklich getrennt betrachten. Damit dies möglich ist, haben wir in dem Release 2.4 diese virtuellen Linkgruppen hinzugefügt. Was bedeutet, wenn Sie die konfigurieren, werden diese Links vollkommen separat betrachtet. Also wir haben einmal bei uns konfiguriert den Mirrorport als Linkgruppe Mirror Switch und ich habe jetzt für diesen Webcast einfach mein PC, an dem ich jetzt hier zugegen bin, auch konfiguriert, dass die beiden Ports, wo der inline durchgeschleift wird, als eigene Gruppe fungiert. Was bedeutet das, wenn wir da aufs Dashboard schauen? Wir sehen jetzt, dass hier an dem Allegro der Mirrorport hat Verkehr, aber auch die beiden Ports, über die ich jetzt im Netz bin, haben Verkehr. Ganz konkret bedeutet das, wenn Sie dieses Feature aktivieren, können Sie hier oben in der Menüleiste ganz einfach zwischen Office Switch und meine PC umschalten. Momentan bin ich bei PC Klaus und wir sehen jetzt hier, welchen Verkehr ich verursache, was sehr einfach ist. Ich halte gerade einen Webcast und wir sehen hier diesen Webcast-Verkehr. Und natürlich mein Verkehr zu den diversen Allegros, die ich vorbereitet habe. Wenn ich jetzt umschalte auf den Office-Switch, sehe ich sofort, okay, hier läuft auch gerade mein Webcast drüber, aber wir sehen sofort viel mehr Rechner. Dieser Verkehr wird intern wirklich logisch getrennt behandelt. Das sieht man auch sofort daran, dass wenn ich sehe, welche IP-Adressen, auf welche habe ich alle zugegriffen mit dem Allegro, dann sehe ich jetzt hier eine relativ lange Liste mit IP-Adressen. Das sind jetzt 78 Seiten. Seitdem ich das heute früh gestartet habe, mit IP-Adressen, auf die ich zugegriffen habe, schaue ich mir das aber für den Mirrorport an. Hier sehe ich sofort, es ist ein Vielfaches an Seiten. Auch ein Vielfaches an IP-Adressen, die jetzt im Netz gearbeitet haben, die der Verkehr verursacht haben. Und das führt dazu, dass Sie mit diesem Feature sehr, sehr gut mehrere Links auch mit einem Allegro parallel betrachten können. Das geht so weit, dass dann auch dieser PCAP-Knopf natürlich nur den Verkehr aus dieser virtuellen Linkgruppe auch berücksichtigt. Und wir finden dieses Feature, wir haben es selber sehr oft im Einsatz bei uns, wir finden dieses Feature sehr praktisch, weil wir damit auch in einem Netz segmentieren können, sehr gut. Eine wichtige Sache zur Konfiguration, was ist für uns ein Link? Es gibt 3 Arten, wie wir das momentan konfigurieren können. Was wichtig ist dabei, ist natürlich, ein Paket selber kann nur Teil eines Links sein. Also es ist nicht möglich zu sagen, oh, dieses Paket soll jetzt bitte virtueller Link 1 und 2 sein. Haben wir so nicht implementiert, das ist über die Gruppen dann abgebildet. Wenn wir hier die virtuellen Linkgruppen uns ansehen, Moment, jetzt bin ich falsch, Einstellungen, virtuelle Linkgruppen und uns die Konfiguration ansehen, gibt es dort 3 verschiedene Möglichkeiten. Einmal gibt es den Interface-Port, wo ich sagen kann, der oder diese ganze Liste, diese Interfaces gehören zu der Gruppe. Wir haben das aber auch eingebaut für WLAN-Tags und MPLS-Tags. Das hat 2 Gründe. Das erste ist, weil Sie gerade mit WLANs zum Teil auch virtuelle Netze haben. Können Sie damit virtuelle Netze komplett separat betrachten. MPLS genauso, dass Sie, wenn Sie MPLS-Links haben und das ist Link 1, 2, 3, können Sie darüber an einer Messstelle das wirklich getrennt betrachten. Ist auch sehr im Einsatz im Zusammenhang mit Packet Broker. Weil wenn Sie einen Packet Broker nehmen und haben dort 48 getappte Links zum Beispiel und führen die über einen aggregierten Link zu einem Allegro, können Sie dort pro getappten Link einfach ein WLAN-Tag hinzufügen und können dann viele virtuelle Linkgruppen haben und können dann mit dem Allegro diese physischen Links über das WLAN-Tag trennen. Ich habe jetzt eine Frage bekommen, ob das auch mit Source-Destination-Adressen gemacht werden könnte. Ja,
Haben wir überlegt einzubauen. Wir haben uns aktuell dagegen entschieden, weil das dann relativ kompliziert wird. Nehmen wir ein Beispiel, wenn man einen Router nimmt und sagt, diese MAC-Adresse vom Router ist ein virtueller Link, dann erfasst man immer nur einen Teil von einem Kabel. Und wir sehen dieses Feature eher weiter unten, wo man feststellt, das Kabel wird jetzt getrennt betrachtet. Wichtig dabei ist, das zieht sich wirklich durch alle Statistiken durch. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine dritte Gruppe hinzufüge und nenne die jetzt einfach mal Test und gebe dir jetzt ein Interface, welches keinen Verkehr hat, Moment, muss ich das hinzufügen natürlich, dann passiert auch genau das auf dem Dashboard, dass wenn ich jetzt hier auf die Gruppe Test gehe, sehe ich keine Daten. Und das ist wirklich so gedacht, dass es damit auch getrennt ist. Das geht auf allen Allegros, also nicht nur auf dem Allegro 1000, auf dem ich jetzt hier bin, sondern das funktioniert auch auf allen Allegros drunter. Das heißt auf Allegro 200, 500 bis natürlich hoch zum Allegro 5500. Heißt, Sie können, wenn Sie 2 Mirrorports haben, auch mit dem Allegro 200 vor und nach einem Router zum Beispiel messen. Es ist ein sehr einfaches Feature, hat sich sehr bewährt, gerade dann, wenn man Zangenmessung machen wollte und da genauer drauf eingehen wollte.